Die Kluft der Schatten. Die Kälte war unerträglich. Es war nicht die Art von Kälte, die einen zittern ließ. Nein, diese Kälte drang tiefer, sie kroch direkt in die Knochen, eine durchdringende Leere, die einen zweifeln ließ, ob man überhaupt noch lebte. Niklas öffnete die Augen, doch die Welt um ihn herum war nicht seine Wohnung. Es war nicht einmal die Erde. Der Himmel über ihm hatte eine seltsame, verletzte violette Farbe, die sich unendlich weit erstreckte. Der Boden unter seinen Händen war weich, bewegte sich leicht. Es war weder Erde noch Stein. Es pulsierte, als wäre es lebendig. In der Ferne ragten gewaltige Strukturen auf. Ihre Formen waren falsch, unmöglich, als wären sie aus einem Albtraum geboren. Er setzte sich auf, sein Kopf schwirrte, Panik krallte sich in seine Brust. Wo war er? Was war passiert? Das Letzte, woran er sich erinnerte, war, dass er bis spät im Labor gearbeitet hatte. Aber das hier? Das war nichts, was er je gesehen hatte. Dann hörte er es. Ein Flüstern. Nein, nicht nur eine Stimme, sondern ein Chor von Hunderten. Sie sprachen in Sprachen, die er nicht verstand, und doch wusste er genau, was sie sagten. Die Kluft ist offen. Das Gleichgewicht ist gebrochen. Der Jäger erwacht. Johanns Herz raste. Er wusste nicht, was das bedeutete, aber die Kälte, die seinen Rücken hinaufkroch, sagte ihm, dass es nichts Gutes war. Dann bewegte sich etwas in den Schatten zwischen den verdrehten, unmöglichen Strukturen. Es war riesig. Sein Körper flackerte wie ein Fehler in der Realität. Seine Glieder dehnten sich unnatürlich lang aus. Augen, Dutzende davon, öffneten sich und fixierten ihn. Es brüllte nicht, es knurrte nicht. Es brauchte es nicht. Seine bloße Anwesenheit war genug, um ihn zu erstarren. Lauf! Die Stimme war kein Vorschlag. Es war ein Befehl. Ohne nachzudenken, sprang Niklas auf und rannte. Seine Beine bewegten sich schneller, als er für möglich hielt. Doch jedes Mal, wenn er dachte, er würde Abstand gewinnen, war die Kreatur näher. Ihre Schritte verzerrten die Luft, verdrehten die Realität bei jedem ihrer Schritte. Der Boden selbst schien sich unter ihrer Macht zu verformen. Johanns Atem ging keuchend. Sein Körper wurde mit jedem Schritt schwerer. Er konnte nicht ewig weiterlaufen. Die Angst, die schiere Panik, war zu viel. Dann, ohne Vorwarnung, riss der Boden unter ihm auf. Niklas fiel. Er stürzte durch Dunkelheit, durch Licht, durch etwas dazwischen. Die Zeit verlor jede Bedeutung. Er konnte nicht schreien. Die Angst in ihm verschluckte seine Stimme. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, aber schließlich verlangsamte sich sein Fall, und die Welt um ihn herum begann, sich wieder zu formen. Er schlug hart auf. Der Aufprall erschütterte seine Knochen. Benommen öffnete Niklas die Augen. Er war nicht länger in der fremden Welt mit den turmhohen Strukturen. Jetzt war er von Ruinen umgeben, eingestürzte Gebäude, zerbrochene Fragmente von etwas Uraltem. Die Luft hier war schwer von Staub und Verfall. Aber das Flüstern war verschwunden. Die Kreatur war fort. Zumindest für den Moment. Niklas versuchte aufzustehen, doch dann bemerkte er etwas. Am Rande der Ruinen bewegte sich eine Gestalt. Eine große, in Schatten gehüllte Figur stand still, regungslos. »Du bist zu spät«, sagte die Gestalt. Ihre Stimme war sanft, aber endgültig. »Die Kluft kann nicht geschlossen werden. Der Jäger ist erwacht, und er wird alles verschlingen.« Johanns Blut gefror in seinen Adern. Er drehte sich um, wollte weglaufen, doch der Boden bebte unter seinen Füßen. Die Kreaturen hatten ihn gefunden. Er konnte es fühlen. Sie kamen von allen Seiten, ihre Präsenz lag wie eine erstickende Last in der Luft. Er war gefangen. Und dann, als wäre das nicht genug, sah er sie. Eine Frau, abgemagert und mit wilden Augen, rannte an ihm vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Sie floh vor demselben Grauen, vor dem auch er weglief. Sie war genauso verloren wie er. Niklas wollte rufen, sie warnen, doch die Worte blieben ihm im Hals stecken. Seine Füße bewegten sich nicht. Er war wie erstarrt, gefangen in diesem Albtraum. Die verhüllte Gestalt trat vor, ihr Schatten erstreckte sich weit über die Ruinen. Sie hob eine Hand, und Johanns Welt verzerrte sich erneut. Die Realität bog sich. Die Zeit zerbrach. Und bevor er reagieren konnte, fand er sich wieder am Anfang. Die Kluft war offen. Das Gleichgewicht war gebrochen, und der Jäger wartete noch immer. Das war erst der Anfang.